Die beeindruckende Betonschalenkonstruktion mit ihren charakteristischen Lichtaugen wurde in dieser Form noch nie gebaut. Für Ingenieure und Arbeiter stellt der Bau der Kelchstützen eine große technische Herausforderung dar. Im gesamten Kelch befinden sich 350 Tonnen Bewährungsstahl, die sich auf 22.000 einzeln vermessene Stahlstreben verteilen. Der jeweils vorab hergestellte 6 Meter hohe Kelchfuß besteht aus 35 Kubikmeter Beton. Der darauf befindliche, noch einmal bis zu 6 Meter hohe obere Abschnitt ist in 700 Kubikmeter Beton gegossen. Der Durchmesser beträgt im oberen Bereich rund 32 Meter, der Durchmesser der Öffnung für das Lichtauge 16 Meter. Die sogenannte Hutze für die Einfassung der markanten Lichtaugen wird planmäßig etwas später betoniert. Der Bau des künftigen Bahnhofs nahm im Jahr 1997 im Rahmen eines Realisierungswettbewerbes seinen Anfang. Das 32-köpfige Preisgericht wählte damals aus 126 eingereichten Vorschlägen einstimmig den Entwurf des Büros Ingenhoven aus. So die Deutsche Bahn in ihrer Pressemitteilung. Ich hoffe, du bist nicht drin. Der Entwurf sieht für die Bahnhofshalle eine luftige, helle Atmosphäre vor. Tagsüber soll sich das Tageslicht über Öffnungen im Dach, die sogenannten Lichtaugen, gleichmäßig in der Bahnsteighalle verteilen. Bei Nacht wiederum soll der weiße Sichtbeton des Schalendaches und der Kelchstützen die Bahnsteigbeleuchtung reflektieren. Diese Vorgaben stellen besondere Anforderungen an die Betonrezeptur und die Art und Weise der Schalung. Unter anderem muss ein dauerhaft helles Erscheinungsbild des Betons gewährleistet sein. Zudem muss der Werkstoff porenfrei und feuerbeständig sein, so die Bahn weiter. Es ist mir eine besondere Freude, heute hier zu stehen und Sie begrüßen zu dürfen. Denn Sie können es hinter mir sehen, wir betonieren heute eine weitere Kelchstütze für den neuen Stuttgarter Hauptbahnhof. Es ist die 14. von insgesamt 28 und mit jeder neuen Kelchstütze wird das Herzstück von Stuttgart 21 präsenter, nimmt Gestalt an und die Dimensionen erschließen sich sukzessive auch jetzt mittlerweile den Außenstehenden. Und wenn alles so glatt läuft wie bei den 13 vergangenen Betonagen, dann werden heute Nachmittag die letzten Kubikmeter in die Schalung fließen. Die Hälfte dieser einzigartigen Stützen ist dann fertiggestellt. Wir feiern also Bergfest. Wie eingangs erwähnt, entsteht hier eine in dieser Form noch nie gebaute Betonkonstruktion mit höchsten Ansprüchen an Technik und Qualität. Der Bau der Kelchstützen ist deswegen für uns Ingenieure auch keine Selbstverständlichkeit, sondern eine echte Herausforderung. Planung, Entwicklung des Betons, Schalung, Bewährung und schließlich die Betonage. Hier muss alles höchst effizient ineinander greifen. Das tut es aber nur, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Denn schlussendlich wollen wir nur das beste Ergebnis. Und das erreichen wir nur gemeinsam. Stuttgarter Bahnhofskelchstützen sind Baukörper der ganz besonderen und der ganz eigenen Art. Sie tragen das Dach der Bahnhofsvorhalle. Sie sind jede für sich kleine architektonische Wunderwerke, weil sie ganz unterschiedliche Zuschnitte und Dimensionen haben. Und weil sie kleine architektonische Wunderwerke sind, haben sie auch ein eigenes Fest verdient. Die Kelchstützen haben nicht nur eine beeindruckende Form, sie sorgen unter der Erde an den Bahnsteigen schwäbisch, sparsam und ökologisch nachhaltig für eine natürliche Klimatisierung und für natürliches Licht. Mit den Kelchstützen geht für die Bahnhofshalle ein Spruch Manfred Rommels und damit des Namensgebers dieses Platzes
und dieses Daches in Erfüllung, den er in ganz anderem Zusammenhang geprägt hat. Was eine Großstadt munter hält, das ist und bleibt die Unterwelt. Über 6000 Bauarbeiter und Ingenieure aus der ganzen Welt waren und sind an den Bauarbeiten für das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm beteiligt. 50 von 51 Kilometern Tunnelröhren im Talkessel sind bereits vorgetrieben, in der Hoffnung, dass Stuttgart 21 tatsächlich Ende 2025 eröffnet wird und in der Hoffnung darauf, dass Stuttgart 21 zukünftig mehr verbindet als trennt. Das ist eine besondere Baustelle, das wissen Sie alle. Es ist vor allen Dingen eine Baustelle, deren Bauzeit ungewöhnlich ist. Und deswegen möchte ich mir erlauben, etwas zu tun, was man normalerweise am Abschluss einer Baumaßnahme tut. Weil das nächste Dankeschön von heute ja noch fast 5 Jahre weg ist. Und das ist eine lange Zeit. Und in der Zeit müssen die Menschen, die daran arbeiten, ja auch motiviert bleiben. Und es muss man ihnen auch Danke gesagt haben für das, was sie getan haben. Lassen Sie mich deswegen mit den Bauarbeitern beginnen, von denen war schon gerade die Rede. Aber vielleicht, wenn Sie die Gelegenheit haben, sich anzuschauen, wie dieser Kelch, wie diese 28 Kelche gebaut werden, dann werden Sie wahrscheinlich meine Bewunderung und meinen Respekt und meine Dankbarkeit für die Menschen, die jeden Tag auf dieser Baustelle bei Wind und Regen und Schnee und Kälte und Hitze und Dürre die letzten Jahre und die nächsten Jahre diese Kelche gebaut haben, glaube ich, nachvollziehen können. Er muss mit Sauerstoff in Verbindung kommen und ist ein Dauerprozess. Und wenn Sie die alten Teile, die schon vor einiger Zeit geschalten Teile des Bahnhofs anschauen, dann werden Sie das sehen, dass die schon erheblich heller geworden sind. Einen Wunsch hat, dass Sie alle und dass Sie Stuttgarter mit Optimismus auf dieses Projekt gucken und mit Freude Geld ausgeben in dieser Dimension und keinen Spaß haben, ist keine gute Idee. Also haben Sie ein wenig Spaß und haben Sie ein wenig Zukunftsoptimismus und schauen Sie auf dieses Projekt ein wenig mit der Vision, dass es in 5 Jahren fertig ist und Ihnen eine neue Stadt generiert. Vielen Dank.